Enver Gortasch. The council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. Hallo meine Freunde des Gamings, willkommen auf meinem Kanal und damit auch zu einer neuen Folge von Baldurs Gate 3. Ja, wir befinden uns hier in der Burg von Gortasch. Gortasch heißt er, glaube ich, nee, Gortasch. Gortasch, so, jetzt haben wir es. Und wir sollen uns auch persönlich mit ihm treffen. Das ist ja hier der Übel des Allen. Und ja, zuvor wollen wir aber hier die Burg einmal ein bisschen erkunden. Und ich glaube, hier vorne haben wir es auch schon. Betritt die Audienzhalle, genau, und bringe Gortasch Netherstein an dich. So, aber wie gesagt, wir wollen zuerst hier ein bisschen erkunden. Alles klar, er möchte nicht mit uns reden. Ich denke, viele wollen auch nicht mit uns reden hier. Wer ist er denn hier? This is the armory. Not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Okay, ich möchte mit euch handeln. Trade? Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Okay, Fürst Gortasch selbst sagte mir, ich soll mit euch über meine Anforderungen sprechen. Seid ihr nicht informiert? Eine 10 brauchen wir nur. Und dann noch einen Bonus rein. Also allein durch den Bonus. Hätten wir gar nicht gebraucht vorher. Allein durch Bonus. Oh, oh. Also ein kritischer Erfolg. Course I bloody wasn't. Too busy ordering more of those mechanical monstrosities to tell me. I suppose you can take a look. But make it quick. Okay, sie hat auf jeden Fall einiges an Geld. Hat hier aber keine coolen Sachen, glaube ich. Aber selten halt, ne? Aber die kosten halt auch ordentlich. Sehr viel Geld leider. Ne, ich glaube, da können wir lieber sparen. Stay sharp, stranger. In these times, all we can trust are the blades in our hands. Kommen wir bis jetzt auch ganz gut durch so. So, hier haben wir noch einen Gang. Sollen wir den benutzen? Ich weiß nicht. Hier oben ist auch nichts Wichtiges, würde ich sagen. Den Gang benutzen wir aber noch nicht. Wer müssen wir noch hin? Wir lassen das erstmal sein. Auf der Seite haben wir auch noch eine Tür, ist jetzt schon mal gespeichert. Okay, und da ist, glaube ich, dann die Halle, wo wir hin sollen. Dann machen wir das direkt. Was wir noch einmal um und dann gehen wir direkt weiter. Gar nicht lange aufhalten hier. So ein bisschen die Küche, ne? Ich glaube, hier gibt es nicht so viele interessante Sachen. Die Audienzhalle, die wird auf jeden Fall sich gleich lohnen. Dann schauen wir mal, was er zu sagen hat. Hier ist auch noch ein Fürst. Master Porter, I've taken the liberty of... Oh, you're not the master. Just as well. Ja, okay, die wollen aber alle nicht wirklich reden. Die haben zwar einen Dialog, aber mit denen kannst du dann nicht weiter interagieren. Aber bevor wir hier irgendwas machen, werden wir einmal ins Lager gehen. Wir werden eine lange Rast machen, denn wir haben unsere Zauberplätze alle verbraucht. Wer weiß, ob wir gleich kämpfen müssen. So, möchte einer reden hier? Sieht nicht danach aus. Dann können wir direkt einmal schlafen gehen. Das ist auch komisch, dass wir unser Lager jetzt aufschlagen, obwohl wir eigentlich in der Burg da sind. Aber das soll uns egal sein. Wir werden jetzt schlafen gehen, wenn wir unseren Schlafplatz finden. Wo ist denn das Lagerfeuer? Wo ist der Schlafsack? Der Schlafplatz? Hä? Bin ich jetzt doof?
Wir werden doch jetzt irgendwo... Hier ist auch wieder ein Brief. Könnt ihr euch gerne einmal durchlesen. Dazu einfach einmal pausieren. So, und hier haben wir auch noch einen Brief. Und hier können wir jetzt schlafen gehen. Tag beenden. Du hast genügend Lagervorräte. Ja, sehr schön. Okay. Queen Vlaakith. Was möchte sie denn? Skwa! You are Charlotte, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Stelle, Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Charlotte, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Ja, das ist jetzt Or halt die simply a Frage hier, ne? challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. Was ist das Angebot? A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. Ich weiß nicht, ey. Das ist schwierig. Ist Opfer jetzt gut oder böse? Ich kann das nicht. Wir schweigen, glaube ich, einfach mal. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing. You are nothing. Okay. The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Okay, dann werden wir mal sehen. Okay, wir haben uns für Orpheus entschieden, jetzt anscheinend. Möchte sie jetzt reden? Ja, es wollen auf jeden Fall 2 Leute reden, war mir schon klar. Dann machen wir es auch einmal. So, wir haben uns jetzt anscheinend für Orpheus entschieden und gegen den Imperator. So, dann reden wir mal mit ihr. It is done. There is no going back. Nein, auf keinen Fall. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Dich mit Lae'zels Parasiten verbinden und ihre tiefsten Gefühle erkunden. Machen wir mal. Weisheit. Haben wir leider nicht so hoch. Aber das sollte hoffentlich reichen. Ja. Aber auch nur, weil der letzte Wurf wieder gut war. Loss?
It permeates every corner of Lae'zel's mind. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped Aber ich bereue es, dass wir Lae'zel's bitterness is born of vor ein paar Folgen uns She is mourning quasi the ein bisschen loss of the verwandelt person haben. she once Sieht was absolut scheiße aus mit den and ganzen can never be Adern. again. Ihr trauert um eine Zukunft, die euch nie vergönnt sein wird. Vlaki hat euch alles genommen. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, ma Stilna Forgen in Yeri. So sieht's aus. Orpheus' will above all. May the comet blaze my path forward. Alles klar, ihr habt euch Orpheus' Sache schnell angeschlossen. Was ist mit euren eigenen Wünschen und Bedürfnissen? Orpheus' freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Okay, Vlaki hat versprochen, euch zu Bartblakis zu machen. Klingt beeindruckend. Vlakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlakith I has a Bart of Vlakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was, not Okay, so sind ihre long Einstellung ago. komplett krass verändert, ne? Was machen wir nun? We hammer Orpheus free from his chains at our first chance. Orpheus Tavki Nazin. Okay, endlich habt ihr euer Silberschwert verdient. Wie fühlt ihr euch? Incredible. Since I was old enough to hold a blade, I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. To be slain by one, agonizing. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Okay. An dein Wissen über Githyanki Silberschwerter denken. Welches Detail hat Lae'zel übersehen? Okay, das werden wir nicht schaffen. Brauchen schon einen sehr hohen Wurf. Mit einer 12 wird das nichts, leider. Auch obwohl wir die 6 bekommen haben. Die -1 vorher hat uns natürlich gekillt. Schade. Brauchen wir die nochmal Lae'zel gave versuchen. a thorough description. You can't think of more you would add. Dann lassen wir es einfach sein, ist okay. Ob dieses Schwert ausreicht, um Orpheus zu befreien? Certainly not. Or the Prince's honor guard would have already fractured his prison. Ja, wahrscheinlich. To break Orpheus free, we will need the Orphic Hammer. Den haben wir ja zum Glück. Was ist so besonders am Silberschwert? Kithrak's silver sword is more than a weapon. It is an extension of your will, an entire limb unto itself. You merely need to think strike, and it strikes. The sword carves the correct path and carries your Dann hoffe ich arm mal, dass sie with jetzt richtig it. krass ist. The ancient slates tell us that each sword holds a fragment of the living gate, a flesh portal made from the stuffs of nightmare. The silver injures the body, the gate's flesh injures the mind, a formidable weapon against Geich. Okay, jetzt zu den anderen Dingen. Nein, wir gehen weg. Sehr schön. War ein gutes Gespräch mit ihr. So, wer möchte denn noch reden? Ja, bestimmt Gale, oder? Ja, tatsächlich ist es Gale. Schauen, was er möchte. Okay, was ist jetzt? Okay, irgendwas hat da gerade gar nicht funktioniert. Laut Raphael hat diese Krone ein ganzes Reiches zerstört. Stellt euch nur vor, was sie noch Böses tun könnte. And handing it over to a devil will be a way to prevent it? Come now. You're many things, but never that naive. For now, our plan must remain the same. We go to Sorcerer's Sundries and learn about that crown. And pray the devil doesn't get there first.
Okay, der Dialog, der war, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Aber die haben auf jeden Fall über das ältesten Gehirn geredet. Und wir können endlich uns jetzt schlafen legen und dann auch zur Zeremonie gehen. Scheiße. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Ist doch nicht mehr böse auf uns. It's rebelling against Orin and Gortasch. Fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Ich dachte, wir haben uns jetzt gegen ihn entschieden. Was macht ihr da? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. An wen denkt ihr? Duke Stelle, or Berlin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Okay, war es intimer? In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelle trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Das sind ziemlich viele Gespräche hier, ne? Braucht ihr eine Umarmung? Ich bedauere euren Verlust, sagen wir einfach mal. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Okay, den Imperator aufmuntern, die Hand drücken. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Okay. Weil wir haben uns doch jetzt gegen ihn entschieden. Wieso haben wir denn jetzt so ein gutes Gespräch mit ihm gehabt? Ich verstehe das nicht. Er hat doch auch in der letzten Folge war er doch pissig auf uns. Weil wir uns auch mit dem Teufel quasi eingelassen haben.
So, jetzt haben wir aber wieder alles beisammen und dann können wir auch direkt verlassen, das Lager, und zur Zeremonie gehen. So, zu Gortasch. So, direkt da rein, Audienzhalle. Und los geht's. 65 Erfahrungspunkte noch dazu geholt, sehr schön. Und jetzt gehen wir einfach nach vorne. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the patriarchs of this proud city. Okay, müssen wir jetzt kämpfen oder was? Verstehe, ich werde ganz brav sein. Ich nehme keine Befehle von einem Metallhaufen entgegen. Kampfbereit machen. Ja, ich glaube, wir sollten uns lieber mal zurückhalten. The Steel Watch appreciate your cooperation, citizen. Dearest patriarchs, but a moment. Auch alle einverstanden, ist schon mal I gut. must greet a most honored guest. My friend, forgive the cold welcome. My steel watchers are eager watchdogs for the good of the people. I'm sure you understand. Lord Enver Gortasch at your service. Ja, hallo. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that nether stone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. Wir werden doch gleich kämpfen müssen gegen ihn, oder? If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, Ja, gib mir deinen Stein. we can still restore authority Dann over passt the das brain. schon. Of course. Gortasch always did have an eye for opportunity. Welche Art von Verständnis schlagt ihr vor? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Ich habe keine Angst vor ihr. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters, but she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted das me stimmt. as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Was möchte er jetzt? Was schlagt ihr vor? Genau. Der soll mal Tacheles reden hier. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. Okay. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Würde ich auch sagen. Okay, jetzt wir versuchen mal das Motiv zu erkennen. Gottes Körpersprache und Ausdrucksweise untersuchen. Kannst du ihm trauen? Weisheit wieder -1, ne? Das ist... wir hoffen aufs Beste. Haben eine 15. Das sollte klappen. Ja gut, der war sehr wichtig, der Wurf. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you.
Okay, machen wir einen auf Paladin. Nun gut, ich schwöre meinen feierlichen Eid, ich werde Urim besiegen und dann werden wir Verbündete sein. Nein, als Verbündeter scheint ihr mir alle nicht vertrauenswürdig. Ihr Orin Kesserik. Scheint ihr mir alle nicht vertrauenswürdig. Denke drüber nach, aber ich verspreche nichts. Mache ich, glaube ich, erstmal. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A doppelganger, hidden among us. Squaw! The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Okay, was heißt das? Wie soll ich Orin finden, wenn sie ihre Gestalt so leicht verändern kann? Even horror has a home. Find her nest and slay her there. Okay, hat er recht. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Okay. Ihr Orin Kesserik, das Gehirn. Was war euer Plan? First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, Okay, der Plan stand schon mal für die drei. We'll declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Okay. Und so beginnt unsere Tyrannei. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. Hoffe ich doch. What comes next will be entirely their fault. Okay, von wo in allen neuen Höllen habt ihr nur so ein mächtiges Artefakt wie die Krone gefunden? Powerful connections. Let's leave it at that. Ich habe genug gehört. Darf ich gehen? Das war einfach mal sehr clever. More importantly, just. Now, come. Be witness as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Okay, na schön. Then we proceed. The patriarchs await. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortasch, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Wir schweigen. Enver Gortasch, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed.
Okay, wir müssen doch nicht kämpfen. 220 Erfahrungspunkte bekommen, sehr schön. Ich dachte eigentlich, wir müssten jetzt kämpfen. Aber scheinbar nicht. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Wir gehen einmal hier durch die Tür. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Dürfen da anscheinend nicht rein. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Hier ist auch auf jeden Fall nochmal ein neuer Gang. Und jetzt haben wir doch auch nichts mehr wirklich, oder? Können natürlich noch ein bisschen uns umschauen. Aber hier geht es auch schon wieder raus auf der anderen Seite. Hells, not this again. Okay, und hier wackelt wieder mal alles. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Okay, und wir gehen zur Unterstadt. Zack, und hier befinden wir uns jetzt in der Unterstadt. Und man sieht schon oben, wir haben hier einiges an Questreitern vor uns. Okay, dann haben wir auf jeden Fall demnächst sehr viel zu tun. Denn wir werden hier die Folge beenden. Und es war zum Glück kein Fehler, da reinzugehen. Ich schaue mal, ob wir jetzt aber zurückgehen könnten. Ja, wir könnten sogar zurückgehen. Aber wie gesagt, wir haben ja einiges zu erledigen in der nächsten Folge. Und ich glaube nicht nur in der nächsten Folge, in den nächsten Folgen. Ja, in dieser Folge war es ein bisschen langweilig. Viel Dialog, viel Text gewesen. Wir haben uns aber jetzt mit Gortasch quasi verbündet. Und gegen die Gyankis ausgesprochen, gegen Vlas. Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Und ich bin auch gespannt, wie wir die dritte mit dem Messerstein finden und wie wir sie dann wahrscheinlich töten werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dem Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und dann sehe ich dich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.